Hey Ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie soll das anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Donner, mit Hunter und der Farbe Grün. Ja, schöne Standardkombination könnte man sagen. Der Beginn eines wundervollen TO-Lebens. Beides hier übrigens mit Legacy. Wobei, man muss da sagen, so hat es natürlich früher nicht angefangen. Also zu Zeiten, da wurde gerade das Rad entdeckt und das Feuer und so weiter und so fort. Und Dinos liefen da noch so durch die Straßen hier in Berlin. da liefen noch die Dinos und so. Ja, also zu dem Zeitpunkt, als ich dann auch tatsächlich mit TO angefangen habe. Ja, ich weiß, ich bin hier schon Urgestein. Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls, optisch passt das nicht so ganz rein. Ne? So schöne Texturen und dann so ein Pixelkram hier. Aber gut, so war es früher. Also gut, Smokey, Wasp, so war es halt früher. Aber wie gesagt, Dinos und so weiter. Ne? Also ist schon ein paar Jährchen her. Ne? So, oh, das ist also, wir haben hier neu und wir haben alt. Ne? Okay, gut. Wir haben beides hier. Aber gut, ich wurde gefragt, ob ich nicht damit spielen kann. Natürlich kann ich damit spielen. Natürlich. Habt ihr Kombinationswünsche? Einfach mal raushauen. Morgen am Samstag, je nachdem wie zeitig ihr dieses Video hier seht, ja, morgen am Samstag, denke ich mal, wenn nichts dazwischen kommt, ja, gehe ich mal live, so, keine Ahnung, 14 Uhr oder so, weiß ich nicht. Aktiviert die Glocke, übrigens YouTube und Twitch, also je nachdem, wo ihr schauen wollt, schaut einfach da, Twitch, Link ist auch in der Beschreibung für die, die da lieber das Ganze verfolgen würden. Ja, ich freue mich jedenfalls, wenn ich da nicht alleine bin. Das ist immer ganz, ganz schön, Leute bei sich zu haben, mit denen man dann auch ein bisschen so quatschen kann, beziehungsweise halt, ne, ihr schreibt, ich rede. so und nicht anders. Eieieiei. Puh. Gut, das jedenfalls dazu. Nee, aber ich habe in der letzten Zeit immer mal wieder den Stream gestartet, sofern auch das Internet das zugelassen hat und so. Ja, deswegen, mich freut es, wenn ich da nicht alleine bin und selbst Gespräche führen muss. Gut, ansonsten, ja, wie habt ihr die Woche überlebt? Ja, alles gut? Ja, machen wir ein bisschen Smalltalk. Ja gut, ist ja auch egal. Jetzt haben wir Smalltalk durch. Check. Nee, also, ja, bei mir, es gab einen Anruf, den fand ich sehr schön, hat mich sehr gefreut. Und zwar hatte ich eine Uhr bestellt. Und nee, da ist kein Krönchen auf dem Ziffernblatt, ne? Also, das nicht, aber sagen wir es mal so, da gibt es trotzdem eine gewisse Art einer Verbindung. Na gut, aber egal. Also jedenfalls diesen Anruf habe ich nicht bekommen. Aber ich habe einen Anruf bekommen, dass meine Uhr da ist und das ging dann doch schneller als geplant. Fand ich sehr, sehr schön. Kann ich mir dann heute abholen. Freue ich mich drauf und ja, aber gut, keine Details. Keine Details. Aber nee, da ist keine Krone drauf, ja, das kann ich schon mal verraten, aber naja, ist ja auch egal. Ist auch nicht so wichtig, aber ich hab mich jedenfalls darüber gefreut. Ich hätte gedacht, das wird noch ein paar Wochen sich sicherlich hinziehen oder so, ne, ihr wisst ja, Wartelisten. Nee, aber jedenfalls, nee, hat mich dann doch gefreut, dass es auf einmal doch so flink dann ging. Ja, war ein schöner Zufall, auf einmal war es dann da und naja, okay, gut, jedenfalls, mal gucken. Gut, das dazu Heidewitzka und 1,4, nicht schlecht. So ganz Oldschool-Feeling ist es hier auch nicht, ne? Ich habe hier trotzdem Variationen mit drin, weil, ansonsten würde ich hier gar nichts hinbekommen, ne? Ansonsten hätte ich hier nicht mal 1, ja, 4, sondern, keine Ahnung, 0,6 oder so. Ich habe hier die... Alles klar, ist ja gut, mein Freund. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Variation hasse? Ich kann mich so ganz dunkel daran erinnern. Aber ich sag's jetzt einfach nochmal, ja? Weil das kann man nicht oft genug sagen. Ich hasse diese Hammer-Variation. Ich habe sie selber, ich weiß, ja, ich weiß. Aber ich hasse sie trotzdem. Darf ich sie hassen? Darf ich diese Variation hassen? Ja, Mann, ey. Naja, jedenfalls, ich hasse sie. Das ist wirklich abartig. Dieser Rückstoß, der dir mitgegeben wird, das ist echt schrecklich. Naja, egal. Ich habe jedenfalls diese Vakuumgeschosse mit drin, die ja mehr Schaden machen, wenn sie den Gegner nicht direkt treffen. Was halt wirklich ganz, ganz angenehm ist, ne? Selbst wenn halt hier Leute mit 50% rumfahren und der Abstand, ja, zwischen Einschussloch und Gegner stimmt, ja, das macht trotzdem ordentlich Schaden. Also deswegen, und wenn die dann ohne Schutz sogar rumfahren, dann, ja, dann erst recht. Und hier 3 Leute mit Hammerschutz, ja klar, mit Donnerschutz ist in Ordnung, aber gut, was soll's. Ich wurde im Stream, kritisiert nicht, ne, aber
Das war Control Points. Ne? Aber muss ich jetzt mal erzählen. Ist ja auch nichts Schlimmes oder so. Aber will ich jetzt an dieser Stelle einfach mal erzählen. Es war Control Points. Und ich habe ja so meinen eigenen Spielstil. Ne? Ich versuche natürlich trotzdem meinem Team so ein bisschen zu helfen, mit allem drum und dran, ist ja klar. Aber ich habe ja trotzdem so meinen etwas aggressiveren Spielstil, sagen wir es mal so. Ne? Und ich dachte mir, vielleicht wäre es ja eigentlich ganz, ganz vernünftig, wenn ich halt, also meine Teamkollegen können ja natürlich halt gerne versuchen, die Punkte einzunehmen und so weiter, aber ich versuche halt mehr oder weniger die Gegner halt schon in der eigenen Basis, ne, in der Basis der Gegner einfach davon abzuhalten, überhaupt an die Punkte zu kommen. Manchmal hat es geklappt und man kann ja, es war auf Köln übrigens, ne, es war auf Köln, nur so als kleine Randinformation. Und vielleicht kann man ja sogar einen Punkt einnehmen. Einmal hat es tatsächlich funktioniert, Punkt eingenommen und Gegner ein bisschen aufgehalten, aber egal, jedenfalls dachte ich mir, das ist so dann meins. Also warum sollte ich jetzt halt mit meinen Leuten am Punkt stehen, den wir halt sowieso haben? Das waren halt 2 Punkte für uns, 1 Punkt für die Gegner. Warum sollte ich halt mit den Leuten da am Punkt stehen? Ich kann ja auch versuchen, die einfach da entsprechend, ja, halt am Weiterfahren zu den Punkten überhaupt zu hindern, ne? Oder halt einfach ein bisschen auf Zeit zu spielen, ja, indem sie sich halt auf mich konzentrieren, statt halt auf die Punkte so, ne? Spart halt ein paar Sekunden so, oder schenkt uns ein paar Sekunden sozusagen, ja, weil dann halt die Gegner nicht direkt losfahren, sondern halt lieber mich zuerst jagen. Es hat halt so semi funktioniert, ne? Ich bin da zwar immer draufgegangen, aber nichtsdestotrotz ein bisschen habe ich ja doch mitgeholfen. Naja gut, okay, aber jedenfalls die Kritik war halt, warum ich denn halt nicht an den Punkten stehe, ne? Sondern mich halt da lieber auf die Gegner konzentriere. Und ja, viele Wege führen nach Rom. Wir haben am Ende gewonnen, aber das hilft halt, ne, auch, ja. Weil, wie gesagt, wenn du halt die Punkte hast und der einzige Punkt, der den Gegnern gehört hat, war der Punkt in ihrer Basis. Alle anderen hatten wir schon. Und deswegen, also warum solltest du halt stehen an dem Punkt, keine Ahnung, zu 2, zu 3, warten, bis die Gegner kommen, wenn du die einfach auch schon im Vorfeld ein bisschen nerven kannst, ne? Oder die halt ein bisschen anschießen kannst, dass sie schon ihre Heilung verbrauchen müssen. Und wenn sie dann am Punkt sind sie halt entweder nicht mit vollem Leben da, ne? Oder halt wenigstens ohne Heilung. Also das hat ja auch Vorteile. Gut, jedenfalls, das wollte ich nur sagen, ja, es gibt einige Wege, einen Spielmodus zu spielen oder halt für sein Team irgendwie was Gutes zu tun. Schrecklich finde ich halt Belagerung, wenn du Leute hast, die das gar nicht verstehen gefühlt. Ja, die halt nicht verstehen, wie dieser Spielmodus an sich funktioniert. Da bringt es dir halt nichts. Oder sagen wir es mal so, ja, da bringt es dir vielleicht weniger, ne? Etwas, wenn du da einfach, super, ich liebe diese Variation, ne? Ich liebe diese Variation, habe ich auch schon mal gesagt, ich liebe diese Variation. Nee, also jedenfalls, wenn da die Gegner irgendwie den Punkt erobern und dein Team macht nichts, ja, die versuchen nicht mal den Punkt irgendwie neutral zu halten oder so, ja, die versuchen gar nichts, sondern versuchen auf die Gegner zu gehen und du bist dann sogar im Rückstand, ne? 1-0, 2-0, 3-0, ist ja auch egal, bist im Rückstand und du hast halt einfach Teamkollegen, die verstehen das nicht. Ich glaube, das ging nicht nur mir so. Solche Schlachten hattet ihr sicherlich auch schon bereits zuhauf erlebt. Weil es einfach, also da kannst du halt auch nichts mehr machen, ne? Da kannst du halt auch nichts mehr machen. Die Leute versuchen irgendwie ihre persönliche KD voranzutreiben, ja, aber am Ende ist es halt trotzdem eine Niederlage, weil die Gegner können halt in aller Ruhe die Punkte erobern, ja, Stück für Stück, weil du alleine kannst dem ja auch nichts entgegensetzen. Ja? Du kannst halt höchstens für ein paar Sekunden, wenn es hochkommt, das Ding so ein bisschen noch halt neutral halten, aber ansonsten ist da nichts. So, ich hätte den wahrscheinlich verfolgen müssen, den Kollegen da mit der Flagge. War mein Fehler, okay? War mein Fehler. Es tut mir leid. War mein Fehler. Gut, naja, aber das kotzt mich an. Ja, das kotzt mich an. Und immer, gefühlt immer, ja, wenn ich solche Erinnerungen habe, ja, dann gefühlt immer nur die Gegner, ja, die halt ein funktionierendes Team haben, ja, und deine Teammates, die verstehen einfach nicht, was halt hier Phase ist, ne, was überhaupt gemacht werden muss, obwohl es alles Legenden sind, ja, sollte man eigentlich meinen, die haben schon irgendwann mal in ihrem Leben sowas wie Belagerung gespielt, ja, sollte man meinen, aber irgendwie Entschuldigung, aber das war einfach nur zu gut. Oh Mann, ey. Egal. Ich
Ich hätte nicht gedacht, oh, da kommt sogar noch jemand mit der Flagge. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt überlebe. Ja, ich bin da gar nicht an die Flagge gefahren. Ich dachte, ich bin sowieso gleich wieder weg. Ach, schade. Ah, Mann. Und den Typen habe ich auch nicht gesehen, dass der unsere Flagge hat. Ach, jetzt muss ich mich aber hier ein bisschen konzentrieren, ja? Ein bisschen more concentration, please. Oh, Junge. Aber gut, noch haben wir ja die Führung, ne? Nur noch ganz hauchdünn. Ja, das stimmt. Aber noch haben wir die Führung. 14, 15 ist okay. Vorletzter ist natürlich nicht so schön. Und ich bin der Einzige, der hier mit komplett ausgebautem Gearscore loslegt. Und ich versage auf voller Linie. 3 Leute Schutz, ne? Wenn du halt hier guckst, 50% der Gegner haben einfach Donnerschutz. Und wir haben hier wahrscheinlich die alle mit 50% auch noch. Oder 40 habe ich gesehen, ne? 40, ja, hier. Ja, macht jetzt auch nicht wirklich den Kohlfett. Aber gut, wir kriegen das schon irgendwie noch hin, ne? Versuchen wir vielleicht ein bisschen mehr hier in die Verteidigung reinzugehen, nicht mehr so offensiv zu spielen. Hauptsache, wir halten die Führung. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Alles klar. Ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Der macht ordentlich Schaden. Aber gut, okay, ich muss halt versuchen, irgendwie, immer indirekte Treffer zu landen. Dann ginge es. Na, verdammt, da müssen wir jetzt doch irgendwie ranfahren. Natürlich hat das nicht funktioniert. Okay, let's go. Alles klar, wunderbar. Dieser Rückstoß ist einfach nur wirklich, also grottig und 3-3. Schade. Wenn wir das hier noch aus der Hand geben, wäre natürlich blöd. Und das geben wir direkt aus der Hand. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber okay, der Gearscore, ich weiß nicht, sagt er jetzt hier so viel aus? Alles hier im 9000er Bereich so. Gut, okay, der eine hat 8000. Zähle ich nicht mit, ja. Die Variation macht ja auch viel aus. Ja, okay, gut. Wir haben es aus der Hand gegeben. Ist in Ordnung. Gut, ich selber hier mit 16-20, kann man sagen, war okay oder nicht? Keine Ahnung. Aber mein Team hat sich gut geschlagen. Ne? Dem mache ich jetzt hier gar keinen Vorwurf. Die waren soweit in Ordnung. Gut, hätte man besser machen können. Nein, ist okay. Manchmal verliert man, ne? Und manchmal gewinnen die anderen. Tja, so ist es nun mal, ne? Was soll man machen? Ja, was soll man da machen? Es ist, wie es ist, ja. Es ist, wie es ist. Kannst du nichts machen, ne? So, zack. Und dann können wir einfach mal vielleicht nochmal eine flotte Runde oder so hier starten. Theo ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde? Und dann geht's los hier. Oh, jawohl! Oh, ich habe so richtig Bock drauf hier. So richtig Bock habe ich, wenn ich das hier sehe. 0:1. Und es ist natürlich Belagerung. Ja, ganz klare Sache. So und nicht anders. Ja, so und nicht anders. Da müssen wir mal gucken hier. Zack. Jetzt fahren wir mal hier ran. Huch. Jetzt fahren wir mal ran und gucken wir mal, was wir hier noch so reißen können. Okay. Gut. Oder auch nicht. Ja, mein Team. Was machen die? Ich sag ja, ne? Ich sag's doch. Also, Leute, jetzt aber mal hier ran da, ne? Jetzt aber mal ran an den Punkt. Du kannst die doch nicht erobern lassen hier. Jetzt hier mal wirklich zack und ran da. Aber ich glaube auch das Ding ist vorbei. Die Punkte erobert man zwar schneller, ja, mittlerweile, aber ja, was bringt dir das? Was bringt dir das, wenn die Punkte schneller erobert werden können, aber das gleiche natürlich auch für die Gegner gilt? Ja? Dann kommst du da nicht hinterher. Haben sie den Punkt erobert, dann bist du noch gar nicht in der Nähe. Oder du bist direkt weg. Ja? Oder bist einfach weg. So, haben wir irgendjemanden mit Titan oder so hier rumzustehen? Ja, der macht es natürlich auch klug, hier einfach immer schön. Aber guck mal, also, Leute, jetzt geht doch mal hier ran. Ach, das ist schon wieder... Das ist genau das, was ich halt eben meinte, ne? Du hast halt hier ein paar, okay, ja, die verstehen zwar, wie das funktioniert, aber... Ja, hast hier halt auch Leute, die verstehen das halt nicht so ganz, ne? Was sollst du da machen, ne? Bei solchen Teamkollegen, die stehen halt lieber irgendwo hinten rum und sagen sich, ich versuch's mal irgendwie aus der Entfernung. Und dann steht's halt hier einfach
2-0, kannst du nichts machen. Ja, da habe ich halt auch keine Lust, ja. Da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, weil das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, und die paar Kristalle, die ich am Ende bekomme, also die brauche ich nicht, ja. Die brauche ich nicht, das ist es mir nicht wert. Da schone ich lieber meine Nerven. Aber das war jetzt hier das wundervolle Beispiel dafür, ne? Das gegnerische Team steht immer mit 4, 5 Leuten gefühlt am Punkt, haben immer genug da. Und dein Team denkt sich, na, wenn ich die aus der Entfernung immer mal wieder treffe, dann vielleicht funktioniert es ja. Na super. Ja. Wirklich, wirklich toll. Also, und das sind ja hohe Ränge. Ja. Auf kleinen Rängen würde ich das ja noch verstehen, okay, dass man halt Belagerung nicht sofort irgendwie versteht, ja, wie dieser Modus funktioniert oder so. Aber das sind ja alles hohe Ränge. Die sollten doch verstehen, wie dieser Modus funktioniert. Und selbst wenn du etwas hast, was eigentlich dafür ausgelegt ist, dass du halt eher im Hintergrund bleibst. Aber ist es da nicht besser, dann doch einfach mal offensiv reinzufahren in den Punkt? Weil solange du da stehst, solange dreht sich ja der Kreisel da auch nicht weiter, ne? Solange füllt sich das ja nicht auf für die Gegner. Solange mindestens einer von uns da steht, haben wir diesen Punkt eigentlich neutral, ne? Tja, aber manche Leute verstehen das nicht. Ich hoffe, ihr gehört nicht zu diesen Leuten, aber für heute soll es das auch gewesen sein, ne? Noch mehr tue ich mir hier nicht an. Ja, aber gut. Das dazu, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Dankeschön, dass ihr euch das reingezogen habt. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Lasst gerne eure Kombinationswünsche da und dann versuche ich sie zu erfüllen. Gut, macht es gut oder besser. Rinja, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein. Ciao, ciao.